So, herzlich willkommen Florian, Bernhard, Daniel. Willkommen in der Valantic-Familie. Für uns ist es echt super toll, dass ihr mit uns gemeinsam hier jetzt im Team seid. Und ich freue mich außerdem, dass wir im Düsseldorfer Hafeneck sitzen. Denn Logistik, Schifffahrt, Häfen haben immer was zu tun mit unserem professionellen Wirken. Und eure Wirkungsstätte ist ja Düsseldorf. Und von daher, Bernhard, sag mal, was verbindest du mit dem Hafen hier in Düsseldorf? Ja, Martin, natürlich Materialfluss, Informationsfluss, Lieferketten, genau unser Thema. Ja, das kommt ja alles hier im Hafen zusammen. Und deshalb ist das immer ein Ort, wo wir besonders gerne sind. Ja, weil wir hier quasi unseren Beruf erleben können. Ich möchte sagen, ich verbinde sogar noch was hier mit genau diesem Platz im Hafeneck. Nämlich sowohl Höfler-Holzmann als auch wir als Valantic haben Preise von der Wirtschaftswoche für ausgezeichnete Projekte bekommen. Und eure müsst ihr vielleicht selber sagen, bei uns war es zum einen die Firma Carl Zeiss und zum anderen die Firma SEW Eurodrive, die ausgezeichnet wurden. Und hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, vielleicht schätzt ihr das gleich ein, Daniel. Absolut. Also das waren natürlich Highlights der letzten Jahre, als wir ausgezeichnet wurden. Wir haben dort einmal den ersten Preis mit der Deutschen Bahn gewonnen und zum anderen einen sehr besonderen Preis für uns, nämlich den Extra- oder den Sonderpreis für eine resiliente Supply Chain mit einer großen deutschen Molkerei. Das hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir da eben ganz oben auf dem Treppchen standen mit unseren Beratungsprojekten. Ich glaube, da sind wir auch schon dann beim wichtigen Thema. Was sind eure Schwerpunkte? Also wir sind ganz tief verwurzelt in der Supply Chain. Also alles, was Produktion, Einkauf, Logistik und auch vertriebliche Themen, die damit verbunden sind, das ist unser Gebiet, wo wir uns wohlfühlen, wo wir richtig tiefgehende Expertise haben. Und bei den Branchen decken wir eigentlich alle Branchen sehr, sehr gut ab. Und was in den letzten Jahren dazugekommen ist, was immer wichtiger wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, und das natürlich immer mit Ausrichtung auf das Thema Einkauf und Supply Chain. Mhm. Hervorragend. Kommt mir bekannt vor, wir bei Valantic haben immer ein paar technische Lösungen dafür. Wir wissen aber, dass wir mit euch gemeinsam End-to-End beraten können und auch umsetzen. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Vorteil. Aber Florian, ich weiß nicht, wo kriegen wir die Leute her? Das ist eine Riesenaufgabe. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren es gut geschafft, dass wir unsere Kultur für uns geprägt haben, mit der sich die neuen Mitarbeiter gut identifizieren können. Und das war für uns auch ein ganz wichtiger Schlüssel in Gesprächen mit Valantic. Wir haben schnell festgestellt, dass wir einen guten kulturellen Fit haben. Das ist Voraussetzung, zukünftig auch Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Aber es ist auch Voraussetzung, dass unsere Mitarbeiter weiter innerhalb der Valantic-Familie gerne für uns arbeiten. Vielleicht könnt ihr da kurz nochmal ausführen, wie ihr bei euren Kunden vorgeht oder wo ihr ansetzt und wo ihr endet, dass man mal vielleicht ein Gefühl kriegt, was heißt End-to-End für euch. Bernhard. Ja, vielleicht erstmal ein Statement vorab. Es gibt immer was zu optimieren, Martin. Ja, das ist das Schöne an unserem Beruf. Ja, es kann immer Nutzen stiften. Der kann sein, Einsparungen realisieren, schneller werden, Versorgungssicherheit erhöhen, Beispiel für Nutzen, den wir stiften können. So, wie machen wir das? Ja? Wir sind erstmal stark faktenorientiert, das heißt, wir fangen mit einer Analyse an und gucken uns an, wo Stärken, Schwächen sind, wo könnten Optimierungspotenziale liegen, die ich gerade kurz eben skizziert habe. Und dann endet die Analysephase mit einer klaren Empfehlung, wo es lang geht. Ja, wie können wir den Nutzen realisieren? Und dann gehen wir in den nächsten Schritt in die Konzeption und konkretisieren diese Maßnahmen, diese Nutzenpotenziale aus, ja, und sorgen dann dafür, dass sie messbar konkret werden. So, und dann kommen wir zu einer interessanten Stelle. Da kommt ihr dann jetzt nämlich ins Spiel. Ja, da haben wir bisher, was die Umsetzung angeht, sagen wir mal, so eine Projektmanagement-Rolle inne gehabt und haben die Umsetzung mit begleitet, koordiniert, gesteuert. Aber was wir nicht konnten, ist, das digital, also softwareseitig mit wirklich konkret die Prozesse zu digitalisieren, umzusetzen, dass es wirklich auch am Ende in den Systemen, in den Tools, sagen wir, automatisiert, effizient ankommt. Und das ist ein Punkt, der ja maßgeblich dafür war, warum wir uns auch
zusammengefunden haben, ja, dass wir jetzt end-to-end wirklich von der Analyse bis zur Umsetzung komplett eben unseren Kunden Nutzen stiften können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht sogar der zentrale Punkt, warum diese Partnerschaft, dieser Zusammenschluss so viel Sinn macht. Ja, in jedem Fall, ne, weil wir haben die Möglichkeit dadurch, die Projekte bei unseren Kunden massiv zu verkürzen. Ne. Wir erleben sehr häufig den Übergabepunkt von einer Managementberatung, die vielleicht noch ein paar Prozesse definiert hat, wo wir dann einsteigen und müssen wieder viel Wissen aufbauen, um weiterzumachen. Und wenn ein Kunde das aus einer Hand haben kann und das Projektteam ein gemischtes ist, dann erspare ich nicht nur viel Projektgeld, sondern ich spare auch viel Zeit. Und ich bin schneller da, wo ich meine Erfolge realisiere. Und das, glaube ich, ist ein echter Bringer für uns. Wir haben heute schon öfters über das Thema Nachhaltigkeit oder ESG gesprochen und ich weiß, ihr seid sehr stark im Lieferkettenoptimierungs- oder Lieferketten-Sorgfaltsgesetz-Thema und das ist vielleicht auch etwas, wo wir uns gut ergänzen. Ne? Vielleicht deine Erfahrungen dazu? Ja, das ist ein ganz konkretes Beispiel, Martin, wo wir uns prima ergänzen können. Ja, wir können den Teil sehr gut abdecken, alle gesetzlichen Vorschriften, die zu beachten sind, in einem Konzept umzusetzen. Ja, das heißt also, dass die Mitarbeiter genau alle Anforderungen dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz erfüllen können. Aber dann langfristig, weil das Gesetz muss jedes Jahr, ist ja keine Einmalaufgabe, sondern es muss jedes Jahr erfüllt werden, das dann eben mit einem Tool permanent im Unternehmen zu verankern. Das können wir bisher nicht und da kommt ihr ins Spiel. Ja, ihr könnt dieses Tool entsprechend bieten und sagen wir mal auch hosten. Ja, und das ist ein Thema, was wir eben bisher nicht konnten. Insofern greift da wirklich Konzept und Umsetzung wunderbar aneinander bei diesem Thema. Und es ist richtig für das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben aktuell, denke ich, 4 technische Lösungen, die wir anbieten können, je nachdem, wo ist der Kunde mit seiner Infrastruktur. Das geht von Low-Code, No-Code-Software über Individualprogrammierungen bis zu den 3 großen Buchstaben und Eigenentwicklungen. Also das heißt, wir können immer wählen, was wir einsetzen wollen. Und ähnlich ist es eigentlich im Planungs- und im Procurement-Umfeld. Ne? Weil wir fahren ja nicht eindimensional bei Valantic, sondern wir haben eine technologieagnostische Beratung mit Höfler-Holzmann und haben selber aber bestimmt 5, 6 Planungs- oder ich sage mal SOP-Lösungen, die wir den Kunden entsprechend deren Bedürfnissen anbieten können. Und das, glaube ich, macht uns sehr stark. Ich würde auch so weit gehen, dass das für uns ein ganz wichtiger Punkt für den Zusammenschluss war. Wenn wir uns jetzt dort komplett festlegen müssten, wäre das etwas, was unsere Kunden nicht wünschen. Wir merken das, dass wir in der Vergangenheit immer wieder ausgewählt wurden, weil wir toolunabhängig sind. Und das wollen wir uns beibehalten. Und wir können jetzt das Beste aus beiden Welten kombinieren. Wir können sowohl komplett toolunabhängig sein, als auch das Angebot liefern, bei der Implementierung für ausgewählte Tools, aber natürlich besonders stark zu unterstützen. Das ist ein Riesenmehrwert für unsere Kunden. Den Punkt, den du dort gemacht hast, den unterschreibe ich voll. Wir verkürzen die Projektlaufzeit und auch die Kosten für unsere Kunden natürlich enorm damit. Das merken wir im Markt seit, ich würde sagen, 2, 3 Jahren, dass das eben nicht mehr gefragt ist, unterschiedliche Anbieter für die unterschiedlichen Projektphasen zu haben, sondern alles aus einer Hand gewinnen zu können. Was war denn aus eurer Sicht der Hauptgrund jetzt, dass ihr gesagt habt, das mit Valantic, das könnte was Interessantes sein? Also wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Ja, das war die Frage, die uns umgetrieben hat. Ja, wir sind in den letzten 5 Jahren enorm stark gewachsen, sind jetzt fast 100 Mitarbeitende. Und die Frage, die uns umgetrieben hat, wie können wir noch mehr Fahrt aufnehmen? Ja, wie können wir das Unternehmen jetzt noch mal auf ein anderes Level bringen? So, da wären natürlich verschiedene Optionen geprüft und eine der Optionen wäre gewesen, naja, wir machen so weiter wie bisher. Nur dann wäre halt die Frage gewesen, klappt das so oder wie können wir noch besser werden? Ja, und dann haben wir uns das angesehen, haben verschiedene Optionen geprüft und haben dann gesehen, wenn wir uns mit Valantic zusammenschließen, dann kriegen wir auf einmal praktisch einen Wachstumsturbo, der dann gezündet wird. Ja, und das hat uns dazu bewogen, wir können die Ziele viel, viel schneller und besser realisieren, als wir das bisher im Alleingang hätten machen können. Insofern hat uns das dann dazu bewogen, plus der kulturelle Fit, der sehr, sehr gut war. Da haben wir gesagt, na klar, dann lass uns das machen, weil wir da einfach wirklich eine ganz besondere Situation haben. Da kommen
zusammen, was zusammengehört, ja, um das mal so zu sagen. Und insofern war das einfach eine tolle Gelegenheit, die man einfach ergreifen musste, um weiterzukommen, signifikant weiterzukommen und im Markt wirklich einen Wettbewerbsvorteil zu realisieren. Das war einfach die Logik dahinter, warum wir das gemacht haben. Genau, und vielleicht noch ergänzend dazu, wenn man sich die letzten 2-3 Jahre auch anguckt, in der Lieferkette, Einkauf, Supply Chain, dann gab es ja schon erhebliche Verwerfungen auf vielen Ebenen. Und wir haben schon gemerkt, dass unsere Kunden dem Thema Supply Chain Management, Beschaffung, Lieferversorgung, Lieferfähigkeit doch noch einen anderen Schwerpunkt eingeräumt haben in ihren Unternehmensstrategien. Das führte aber auch dazu, dass sie natürlich größere Projekte machen wollten, internationale Projekte machen möchten und eben diese End-to-End-Denke natürlich in den Prozessen und in den Projekten auch sehen möchten. Und genau diese Themen können wir ja eben gemeinsam mit Valantic einfach perfekt abdecken. Ich würde noch einen Punkt gerne ergänzen zu was war ein Grund für den Zusammenschluss für uns. Eine Philosophie, die uns von Anfang an überzeugt hat, war das Culture of Cultures Thema. Also uns war wichtig, wir sind stolz auf das, was wir geschaffen haben, wo wir heute stehen. Und das wollen wir nicht verlieren. Und das sehen wir bei Valantic, dass es eben ganz bewusst zugelassen wird, dass unsere Kultur bestehen bleiben darf. Alles unter dem Deckmantel One Firm. Das ist uns auch wichtig. Wir wollen ja aus einer Hand die Kunden betreuen. Gleichzeitig wollen wir das, was Höveler Holzmann in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, nicht verlieren. Und das, glauben wir, kriegen wir in dem Umfeld Valantic sehr gut hin. Ich stelle die Mitarbeiterfrage an dich, Florian. Wenn wir schauen, welche Leute wollen wir haben und wie können wir attraktiv sein für diese Menschen? Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn du jetzt sagst, jetzt sind wir gemeinsam als Valantic doch wesentlich größer, ne, haben weit über 3000 Mitarbeiter. Und welchen Nutzen versprichst du dir im Hinblick auf Recruiting oder Mitarbeitergewinnung? Ja, also absolute Vielseitigkeit. Dort, was vorhin Daniel ja schon so schön beschrieben hat und auch Bernhard beschrieben hat, wir hatten vorher immer Ende in unseren Projekten, die weit vor dem jetzigen Endzeitpunkt in einer Ende-zu-Ende-Beratung liegen. Und wir können den Mitarbeitern, die sich auch bisher schon sehr für die Digitalisierungs- und Umsetzungsthemen interessiert haben und bei uns immer so im Grenzbereich waren, jetzt anbieten, viel länger in den Projekten dabei zu sein, in Zusammenarbeit mit einer SCE, aber auch mit anderen Kompetenzzentren aus der Valantic. Und ich glaube, das macht uns als Arbeitgeber viel attraktiver. Dazu kann man sich natürlich auch in Themenbereichen weiterentwickeln, zu denen wir bisher überhaupt keine Kontaktpunkte hatten. Also wir haben beispielsweise in Digitalisierungsthemen zur Digitalisierungsstrategie haben wir uns wenig bewegt. Wir haben immer den Fokus SCM und Einkauf gehabt. Und jetzt kann ich in Projekten dann mit einer ganz anderen Division, wenn wir mit einer WDP zusammenarbeiten, auch dort ganz andere Ergebnisse liefern und ganz anderes Angebot für meine Mitarbeiter anbieten. Gibt es Themen, die euch umtreiben? Ich meine, wir reden immer über die Buzzwords, die so durch den ganzen Raum schwirren. Ne? Und ich glaube, heute sagt jeder IoT, also Industrial IoT, ja, das war vor 10 Jahren, ist heute noch sehr aktuell. Aber gibt es Themen, die euch umtreiben? Also ein großes Thema ist definitiv die Nachhaltigkeit. Wenn wir uns angucken, wo die Dekarbonisierung der Unternehmen stattfindet, dann ist das in der Lieferkette. Also Scope 3 als Stichwort genannt, bedeutet ja upstream die gesamte Lieferkette. Und das ist genau da, wo wir uns heimisch fühlen, wo wir sagen, diesen Themenbereich, den kennen wir sehr gut, den können wir sehr gut bearbeiten. Und eben genau diese Bilanzierung im Scope 3-Bereich von CO2-Verbräuchen und natürlich auch eine strategische Entwicklung der Vermeidung von CO2-Emissionen. Das ist ein Thema, wo ich denke, viel Zukunft drin ist. Nicht nur für die großen Konzerne, sondern für den gesamten deutschen oder Mittelstand im Dachbereich, ja, wo, denke ich mal, sehr viel Arbeit auch noch zu tun ist und wo wir Nutzen stiften können. Genau. So ein Thema, was in den letzten 6 Monaten wieder akut geworden ist, was die letzten 3 Jahre praktisch verschwunden war, ist das Thema Einkaufsoptimierung oder manchmal auch jetzt neu unter dem Namen Reverse Price Increase. Ja. Der Einkauf war praktisch in den letzten 3 Jahren, was Kostenoptimierung angeht, hat nicht stattgefunden, ja, weil es nur um Versorgungssicherheit ging und praktisch koste, was es wolle.
es gezahlt hat. Und jeder, der weiß, wie der typische Einkäufer tickt, der weiß, dass das eine harte Zeit war für die Einkäufer. Und jetzt hat sich der Wind gedreht und jetzt ist wieder die Zeit für Kostenoptimierung. Ja, und das sind unsere Mitarbeiter kennen den Spruch, jeder Tag ist ein Einsparwetter. Ja, man kann immer was sparen, Martin. Und das ist jetzt wieder die Zeit, Geld reinzuholen. Und das ist da, wo wir gute Laune bekommen, ja, wenn wir was sparen können. Und das ist jetzt gerade wieder eine Hochzeit, Savings einzufahren. Das macht Bock. Ja. Digitalisierung möchte ich nochmal ansprechen. Euch begegnet das ja auch. Ne? Wir reden heute nicht nur über Generative AI. Wie ist hier die Anforderung von euren Mitarbeitern auch, dass die sagen, in die Ecke müssen wir rein, oder ist das etwas, was vom Management eher geschoben wird? Nein, die Anfrage kommt ganz klar von den Mitarbeitern. Weil auch die haben ja im Sinne unserer Werte den Anspruch, Lösungen zu liefern. Ganz wichtiger Wert für uns. Wenn es aber um die Umsetzung im Tagesgeschäft geht, waren wir bisher nicht so stark aufgestellt, wie wir es jetzt zukünftig mit der Valantic sein werden. Und das merken unsere Mitarbeiter auch. Die wollen ja auch den Kunden zufriedenstellen. Und das klappt deutlich besser, wenn sie auch eine Lösung liefern können für das Tagesgeschäft. Und dafür braucht sie Digitalisierung, ganz klar. Und heutzutage haben wir ja die Möglichkeit, mit Data Mining auch wirklich digital die Informationen zu saugen, die wir sonst immer von den Mitarbeitern abgefragt haben und aufs Papier geschrieben haben. Und sowas ist, denke ich, auch sehr spannend, weil man dadurch auch wieder Abkürzer schafft, die man bisher nicht hatte. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, Martin, wie wir uns wieder ergänzen. Ja, also wenn du jetzt über das Thema Potenzialanalyse im Einkauf sprichst, dann haben wir bisher natürlich auch mit Daten aus dem ERP-System wie SAP beispielsweise gearbeitet, um alleine das Einkaufsvolumen zu analysieren. Aber prozessgetrieben Datenpunkte erheben, ja, mit Process Mining Tools wie Celonis zum Beispiel. Das haben wir bisher nicht gekonnt. Wie merkt man das beim Anbahnen von neuen Projekten, Daniel, wenn man sagt, ich weiß ganz genau, wir haben immer die Vorgehensweise und jetzt macht man was anderes oder geht mit dem Kunden vielleicht in eine andere Richtung? Also ich denke mal, erstmal der alte Wahlspruch, wer die Daten beherrscht, der beherrscht das Projekt, der ist wahr und bleibt wahr. Und wenn wir mit potenziellen Kunden oder mit bestehenden Kunden über neue Projekte sprechen, dann ist das Thema Digitalisierung, auch Datenmanagement, Stammdatenqualität immer ein zentrales Thema. Jetzt wird es nochmal spannend, wenn wir natürlich sagen, und dann führen wir noch ein Tool ein, eine Technologie ein, die eben dann dauerhaft die Transparenz erhöht und auch allen Mitarbeitenden unserer Kunden dann zur Verfügung steht, dann spürt der Kunde eben auch diese mittel- und sogar langfristige Weiterentwicklung, Optimierung von seinem gesamten Geschäftsmodell. Und das steigert natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit wieder von diesem Unternehmen, was auch ein großer Nutzen ist, den wir dann stiften und der uns auch stolz macht in den Projekten. Martin, stell dir vor, wir wären jetzt ein Jahr weiter. Was meinst du, was wir gemeinsam erreicht haben? Wenn wir ein Jahr weiter sind, dann hat der Kunde nicht nur seine ersten Erfolge, sondern vielleicht sogar monetär messbare Erfolge. Und was die Organisation betrifft, hätte ich gesagt, wir werden sehr gut zusammenarbeiten. Es fühlt sich vielleicht normal an, was sich heute noch neu anfühlt. Und ich rede immer von einem energiearmen Zustand der Zusammenarbeit. Und da wir den heute schon haben, wird der sich deutlich verfestigen. Also ich freue mich auf die Zukunft und ich glaube, dass das sehr schöne Zeit wird mit euch. Ja, Florian, Bernhard, Daniel, herzlichen Dank, dass ihr die Zeit hattet, mit mir in so einem schönen Ambiente heute zu sprechen. Düsseldorf-Hafeneck ist nicht aller Tage meine Gegend. Ich habe es sehr genossen und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft.